Heute besuchen wir Bienendom. Wir sind hier am Stand beim Micha. Hallo Micha. Hallo Tom. So, 12. Dezember 2023. Jetzt haben wir genug Zeit zum Quatschen, weil die Bienen schlafen. Wir haben da nichts zu machen. Also Restmeldung ist gemacht. Und ich wollte nur noch kurz eine Zusammenfassung, was wir gemacht haben, wie wir das gemacht haben und vielleicht ein bisschen zeigen, was Bienen machen und so ein kurzer Überblick sozusagen. Ja, dann, keine Ahnung, Tom, fangen wir vielleicht mit den Geräten, was wir benutzen, was wir, so, wir haben hier eine schöne Gerät, die jetzt aktuell, denke ich mir, die beste ist. Das ist die Instant Instant Wap, ja, sehr schön. Genau. Ist teuer. Ein neuer Verdampfer. Genau, neuer Verdampfer mit Batterie. Wie viel war das? Ungefähr 400 Euro. Ja. Etwas mehr mit 3 Akkus. Ich glaube, die ganzen Verdampfer sind in etwa alle gleich teuer, circa 380 Also gute Euro. Verdampfer, weil gibt es ja auch Alternative zum Beispiel. Die sind auch gut übrigens. Mit Gaskartusche, auch mit Thermostat. Die funktionieren auch. Okay. Genau. Können wir nachher alle mal im Einsatz sehen. Einmal die gasbetriebene Genau. Variante und dann gibt es natürlich den zugelassenen Varox Eddy, der eine heiße Platte erzeugt mit Akkubetrieb, und das hier ist auch ein Akkugerät. In dem Fall die Makita-Version, das gibt es auf 3 verschiedenen Akkutypen und macht auch einfach per Strom heiß. Okay. So, das ist jetzt das aktuellste Thema, Verdampfen. Wir dürfen das jetzt endlich, was in Europa schon lange erlaubt ist, und wir werden das auch natürlich nutzen. Also ich würde auch vielleicht kurz erzählen, wie ich das früher gemacht habe. Ich meine, von Anfang an, von Behandlung, Geschichte, wie ich angefangen habe. Ich weiß nicht, Tom, du machst Teilen und Behandeln, ne? Genau. Ich mache aber ganz andere Art, beziehungsweise was Ähnliches, aber doch anders. Und das heißt, ich mache die Brutscheune. Ja. Von diesen ganzen Völkern, was da sind, mache ich so ungefähr 8 bis 10 Brutscheune. Das heißt, so hier sind 2, 4, 6, 8 Völker. Und alle Brutwaben, die in diesen 2, 4, 6, 8, 9 Völker, zum Beispiel, alle Brutwaben, die im Brutvölker sind, diese Reihe mache ich in eine Volk zusammen, und alle anderen bleiben nur Bienen, nur Königinnen, und so, damit 8 sind ohne Brut, kann man direkt behandeln, und die 9., diese Brutscheune, die ist mittlerweile 4 Etagen hoch, weil da kommt einiges. Das machen wir Ende Juli, Anfang August. Die starke Völker, die Honigvölker, die gehen in der Zeit mit Brut ein bisschen zurück. So ungefähr plus minus, sage ich, jeder Volk hat 6, 7 oder 5 Farben Brut. Vor allem verdeckte Brut muss man zusammen packen, und Rest bleibt mit kleinen Maden oder auch mit Eier, kann auch da drinnen bleiben. Wie ich das mache, ich mache das direkt mit Oxalsäure sprühen oder eben mit Oxavo. Genau, da packe ich noch 1 Liter Wasser dazu. Das Oxavur hat direkt die richtige Konzentration für die Sprühbehandlung? Nee, das ist 4,7. Da geht noch 1 Liter Wasser rein. Das ist also eine höhere Konzentration, die muss man dann mit Wasser mischen, um die Wie ich das Zielkonzentration mache, zu erreichen. Genau. Also ich, zum Beispiel von diesen 8 Völker, die jetzt ohne Brut sind, mit Königinnen aber, behandle ich mit Oxavo. Sage ich so 50, 60 Milliliter sprühen. Und nach 2 Tagen, trotz allem, würde ich jetzt nochmal mit verdampfen. Warum das doppelt gemacht ist, weil von Erfahrung weiß ich genau, egal wie wir behandeln, mit einer Behandlung kriegen wir niemals 100% Milbe runter. Wir kriegen 80 vielleicht, bei guten Bedingungen vielleicht 85, aber nicht mehr. Das heißt, die Milbe sind schon schlau. Also die Überlebensfähigkeit ist sehr groß. Also mache ich doppelt. Und wenn ich doppelt gemacht habe, dann ist weit über 90%, vielleicht 95%.
und dann vielleicht noch einmal oder zweimal hinterher irgendwann im November oder Dezember. Es kommt darauf an, wie die Brutphase oder ohne Brut die Bienen sind. Und dann ist ja eigentlich funktioniert das. Okay, das ist mehr als wir behandeln. Bei uns wäre es auch so, dass wir nach Teilen behandeln mit dem Sprühverfahren behandeln und im Anschluss dann, wenn es in den Winter geht, also jetzt um diese Zeit, dann machen wir auch Oxalsäure verdampfen, eben auch mit diesem Gerät hier. Ja. Und das insgesamt bringt auch die Wirkung, aber du gehst noch gründlicher vor und machst also eine Mehrfachbehandlung. Also brutfreies Nest, alle wichtige, das ist brutfreies Nestbehandlung. Ja, genau. Also dein Verfahren ist klar. Das ist im Gegensatz zu Teilen und Behandeln ganz eher eine Spielvariante. Du trennst einfach die verdeckelten Brutwaben ab. Ja, Und die Bienen werden dann nach Auslaufen der Brut mit Sprühverfahren behandelt. genau, nach 21 Tagen, da wird eine begattete Königin schon sein, Ende Juli, also das wird schon Mitte August oder ungefähr so sein. Ab und zu in diesem Volk, jetzt nenne ich dann diese Brutscheune, kann man ab und zu nochmal mit Oxalsäure sprühen. In dieser Zeit sage ich mehr, was nicht so eben von allen anderen vielleicht begrüßt wird. Ich behandle, früher habe ich auch zweimal gespült. Das heißt, im Sommer bzw. Frühherbst kann man auch zweimal sprühen. Biene fliegen, das ist ganz andere Geschichte wie im Dezember. Da ist schon tatsächlich schwer für die Biene. Wenn die Biene fliegen können, dann können die auch lockerer das auch wegkriegen. Also diese Brutscheune, nach einer Woche würde ich schon mal sprühen, weil da ist tausende Milbe auf jeden Fall, weil von alle Völker, die große Milbenlast das ist in der Brut. Unglaublich. Ja. Und deswegen, damit wir diese Milbedruck schon mal in eine Periode runterdrücken, also gesamt, da wird schon mindestens 10.000 Milbe bestimmt sein. Ja. Ist aber egal. Es ist genug Zeit, nach 21 Tagen schon wieder zweimal behandeln, weil das sind immer neue Bienen, also junge Bienen. Und schon wieder auf Null gehen. Vielleicht nicht ganz auf Null, aber 95%, wenn es weg ist, dann ist es in Ordnung. Und dann diese Brutscheune ist ein komplett normaler Stock. Davon habe ich ein paar Stück und die sind komplett in Ordnung. Ja. Okay, eine Rückfrage zu der Brutscheune. Wenn dann die Behandlungen durch sind, also quasi der verbliebene Teil ohne Brut, den hast du eingesprüht und der Teil in der Brutscheune, den hast du vorbehandelt, um den Druck vorbeugen zu senken und dann nach Schlupf der Brut auch nochmal behandelt mit Oxalsäure sprühen oder vielleicht jetzt neuerdings auch mit Bedampfen, das würde auch gehen. Das würde auch gehen. Dann, so, wie löst du dann später diese Brutscheune wieder auf? Also da kann man, das ist schon ein bisschen Arbeit, aber da mache ich direkt auch Wabenhygiene. Weil da sind ohne Ende dunklere Waben drin. Das heißt, ich nehme nur helle Wabe, nach 21 Tagen, bis noch keine verdeckelte Brut ist, einfach knallhart, komplett durchgehe und sortiere ich 30 Waben einfach weg und 10, die gut sind oder sehr gut sind, da bleibt 2 Etagen normalerweise schon und auf diese 2 Etagen werden die auch weiter sich entwickeln, auch helle Wabe. Ja, natürlich für diese Brutscheune muss man auch natürlich Futter geben, weil da sind keine Flugbienen, da sind nur junge Bienen, Brut und so weiter. Also du hattest vorher 4 Kisten auf die Brutscheune gesetzt und die kannst du nachher auf 2 Kisten runterschrumpfen. Genau. Aber es sind auch viel zu viele Bienen dann, hätte ich gedacht. Ja, das werden schon viele Bienen sein, aber ist egal, nicht so viele. Du kannst auch 3 Tage lassen, hinterher werden die weniger. Weil die ganze Brut geschlüpft ist plus die Bienen. Ja klar, ein Bienen sterben ab, aber die ganze Brut ist da jetzt drin. Das heißt, das müssten ja richtig viele Bienen sein. Das wird unglaublich starkes Folgen. 2 Tagen von Praxis her kann auch 3 Tagen bleiben. Hinterher werden die auch logischerweise im Oktober weniger sein. Ne? Und du machst dann ein einzelnes Volk aus dieser Brutscheune. Genau, das wird immer ein einziges Volk sein. Und du nimmst einfach eine Kiste, eine Königin aus einer Begattungskiste und dann kriegen die Reste davon eine Königin dazu. Und also die Königin ziehen die selber erstmal, ne? Ja, wenn sie denn jüngste Brut hatten. Aber du sagst, da war jüngste Brut dabei. Du hast nicht nur die ganz alten rausgenommen, sondern die haben also richtig selber eine Königin nachgezogen. Ja, genau. Ja, okay. Das muss auch sein, weil wir brauchen diese 21 Tage, damit alles ganze Brut geschluckt ist. Ja. Aber wie gesagt, wenn es Königin nicht gefällt, ich habe ja, schau mal, wie viele Begattungskäste habe ich da. Ich kann immer meine Königin F1er, übrigens, die ganze Folge, die wir jetzt zeigen, das sind meine F1er Königinnen. Ja, genau. Okay. Es gibt genug Königinnen. Okay, das ist schon wieder
wir brauchen nicht so viel Boden, obwohl ich verkaufe Boden. Klar habe ich auch genug Boden, aber mir habe ich so schon mache ich seit Jahren. Ich habe mich so angewöhnt und funktioniert gut und ich mache es so einfach. Das ist, ob das Neue ist, komplett Neue oder vielleicht machen noch Leute so. Ich mache so. Okay, Genau. wir sind jetzt in der Winterbehandlung und du möchtest uns noch deine Beute zeigen. Was hat sich an der Beute weiterentwickelt? Was ich jetzt machen werde, bis jetzt war nicht erlaubt. Jetzt ist erlaubt, die Behandlung mit Verdampfen. Also ich empfehle nicht von unten, sondern von oben behandeln. Dafür ist ganz einfache Geschichte. Schon wieder, ich weiß nicht, ob das schon jemand macht oder nicht macht. Ich werde das machen. Ich habe das schon auch gemacht. Holzdeckel. Da habe ich ein Loch. Genau. Okay, du hast also den Holzdeckel etwas tiefer gemacht, dass man da oben noch ein Loch reinbohren kann. Also Holzdeckel ist erstmal Standard, aber schon wieder, wir machen, ab jetzt habe ich schon bestellt. Also diese Holzdeckel, Standard, werden wir jetzt, dieser Abstand hier, jetzt ist 2 cm und wir machen 4 cm. Okay, der Deckel wird etwas größer und dann Deckel gibt's, wird etwas die Bohrung höher. ist dann schon drin, so, und man kann Genau. mit einem Dübel das Loch verstopfen. Genau, es ist 2 Vorteile haben wir dabei. Erster Vorteil, 4 cm Holzdeckel kann man entsprechend dickere Scheibe von Futterteig reinpacken. Ja. Also das braucht man schon, das wissen alle, der dann mit Futterteig nachfüllt und das ist ja manchmal. Ja, mehr Platz unterm Deckel Genau, tut gut. mehr Platz und 2 cm, das ist viel mehr Platz. Okay, man sieht, man entnimmt die Folie Ja, und ich habe eine übrigens sonst schon kommt der Dampf gebastelt. natürlich Ich habe nicht schon in die eine Beute. hier. Ja, das ist nur so 3,5 cm, aber okay, das ist ganz klar. Einfach 4 cm statt 2 cm. Die werden wir auch verkaufen. 1 Euro teurer, also in unserem Binnenshop. 1 Euro teurer als Standard-Holzdeckel. Und das nennen wir dann den Oxalsäure-Dampfdeckel. Und das wird auch Oxalsäure-Dampfdeckel. Okay, Genau. da kann man also normalen Holzdeckel und man kann mit Oxalsäure durchs Wir Röhrchen werden gleich verdampfen auch und man einmal hat etwas machen, mehr was für Vorteile das noch hat. Einlage für Futterteig auflegen und wir werden es jetzt auch mal ausprobieren, dass man sieht. Genau. Und wir werden sehen von oben, also ich habe schon Kollegen, die das jahrelang machen in Österreich, auch in der Ukraine, von oben behandeln mit Oxalsäure ist effektiver und sicherer. Also wir haben weniger Kontakte mit Säure. Wir gehen einfach, wir zeigen gleich auch, wie wir das machen. Wir gehen von hinten mit Gerät rein und dann nach halbe Minute, also Gerät normalerweise 10 bis 20 Sekunden, das ganze Dampf ist ja weg. Wir machen noch 10 Sekunden länger bleiben da dran, ziehen wir raus, direkt mit einem Dübel zumachen, und die ganze Suppe ist da drinne und ist schon in Arbeit. Bis Dampf nach unten kommt, sind wir schon weg, sind wir 2 Meter weiter. Das heißt, ja, ich zeige noch mal, ja, da mache ich ein bisschen Werbung da. Guck mal, unsere Boden, unsere Hochboden. Von unten ist so nah wie geschlossene Boden. Ich habe auch YouTube, wo ich das präsentiere. Varroa-Schublade von Nikot. Jetzt schon wieder was Neues. Ein Einflugschieber mit 5,5 mm auch gegen Wespe velutina. Okay, das ist also genau die Höhe, dass Vespa Valentina dann nicht in die Kiste eindringen kann. Nicht in die Kiste reinkommt, können aber Müsste Biene man das rein und oben raus. vielleicht mit einem kleinen Heftzweck befestigen, dass es nicht hochhebelt und dann hätte man in der... Ja, ich denke nicht, dass der ist so stark, dass der kann auch hoch vielleicht. Aber egal, da kann man schon. Ja, und Genau. dann soll das also die Wespe draußen haben. Aber schon wieder, guck mal, da ist alles zu, hier nur keine Fläche. Wenn wir von oben behandeln, da ist auch nicht, also kleine Tür nur, brauchen wir keinen Schaumstoff. Also Top-Boden,
inklusive Rohrschublade. Die grüne Anflugschieber gegen Velutina haben wir bald auch im Shop. Ja. Und ich würde die auch für die Winter, weil wir wissen nicht, wie gefährlich diese Velutina ist, einfach statt normale Anflugschieber einfach die nehmen. Keine Mäusegitter mehr brauchen wir nicht. Wenn jemand zum Beispiel doch von unten behandeln möchte, das geht auch, dann würde ich nicht von Flugloch, sondern entweder von hinten. Ich mache das schon auch so. Da sind die Löcher überall, ne? Siehst du? Entweder von hinten oder wenn jemand auf die Palette Biene hat, kann man auch seitlich. Du machst auch wie seitlich, ne? Ja, nach Pia Aumeier haben wir die Zagen immer in Zweiergruppen stehen und dann kann man eben, um das Gewicht besser heben zu können, kann man sich seitlich der Beute nähern und dann kann man natürlich auch von der Seite an das Holz besser dran. Besser dran und vor allem, wenn wir das im August, September behandeln, da haben wir weniger Kontakte mit Bienen. Ne? Und diese kleinen Dübelchen, besser Plastikdübel nehmen, weil Holzdübel von Feuchtigkeit wird auch dann klemmt er einfach. Ja, eigentlich top. Okay, und jetzt möchtest du uns das einmal vorführen. Vorführen oder zeigen wir erstmal die Bienen, was die Bienen machen und dann gehen wir einmal durch mit das Gerät. Ja, das können wir auch machen. Dann schauen wir erst einen Blick auf die Bienen. Genau. Bienen gibt es hier reichlich. Ja, Bienen gibt es hier reichlich. Ja, ich weiß nicht. Wir können direkt. Oh, egal. Also, die leben alle noch. Wie stark die sind oder wie schwach die sind. Einfach schauen wir rein und was die da machen. Ne? So. Ich habe hier Deutsch Normal und Zander, also beides. Die sind im passiven Zustand. Von da bis da. Ja, letzte Wabe habe ich rausgenommen wegen Schimmel. Und wenn wir jetzt einmal zwischen die Zage schauen, dann gucken wir, ob das stark oder schwach ist. Ja, Es geht in die unten liegende Zage über. Ja. Die Traube sitzt in beiden Zagen. Genau. Die sind ein bisschen lockerer. Guck mal direkt, auch Deutsch Normal. Aber auch in so passivem Zustand. Das ist übrigens noch Heroldbeute. Heute ist kein Flugwetter, es ist Ja, noch zu feucht guck und mal. zu kühl. Schau mal, also Ja, wunderbar. Die Bienen ist sitzen echt- an beiden Zagen. ja, ja, egal, also die sind alle so plus minus stark oder schwach. Die Mehrfachbehandlung hat die Bienen also bisher nicht umgebracht. Nee, nee. Also auf jeden Fall, das ist alle, die dann ohne Brut zweimal behandelt sind. Ja, Oh ja, das sieht auch sehr schön das aus. sind, ja. Ja, natürlich, vielleicht gibt es auch Schwächlinge. Guck mal, also das ist ja zum Beispiel einzagige. Das sollte schwächer sein, ne? Mhm. Ja, Das ist doch für Ganz den Einzager wunderbar. Schwächling kann man das nicht nennen. nee, okay, aber immerhin Das ist natürlich kleiner als ein 5000 Zweizager, Biene aber mehr, ne? macht schön die Kiste voll. Ja. Okay, guck mal, ob die dann auch runterhängen oder hängen die doch nicht. Schau mal auf dem Boden, ob viele Tote sind. Nein, ein paar Tote, sieht normal aus. Ja, das sieht normal aus, ne? Okay. Ja. Ja, und hier so meistens sind auf die zwei Zagen. Ein paar sind auf eine Zage. Varroa-Schublade habe ich jetzt raus. Warum sind einige einzagig und viele zweizagig? Warum der Unterschied? Nach welchem Kriterium machst du einzagig? Kriterien oder auf die Bienenmasse. Warum soll ich hier zwei Zage stellen, wenn da... Also das ist keine Schwäche, das sind eigentlich... Das ist schön voll, ja. Sieht gut Ja, aus. das war übrigens Starter. Das war ein Starter. Guck mal unten. Die hängen ein bisschen auch durch, ne? Kleines bisschen gucken sie unten raus. Ja. Und auch schwer. Zum Überwintern vollkommen ausreichend. Das heißt, da ist daneben zum Beispiel, kann ich diese Volk auf eine Zage schon packen. Ja, vielleicht manchmal ist so, dass die oben ist auf 8 Waben und da Ja,
Ja, geht schön durch in die nächste Ja, Zeit. also in einer Sage würden die kaum passen, ne? Ja. Ist schwierig, also von diesem Maße. Also bist einfach runtergekommen auf den Winter zu und hast gesagt, die sind so voll, die bleiben zweizagig. Genau. Und bei den Völkern, die kleiner waren, hast du dann reduziert auf eine Zage. Ja. Mhm. Und meistens sind auch auf 2 Zagen. Genau. Was interessant ist, sind meistens Holzbeute. Ich habe auch ein paar die Frankenbeute auf Styropor. Ja. Dann bin ich gespannt, was die da machen. Das sind, also da war das war dieser Brutschrank bei Königin Zucht. Normale Frankenbeute, da kann man entweder Deutsch normal oder Zander. Ich glaube, das ist Zander. Ja, guck mal, da kann man auch direkt Unterschied sehen. Dicke Wände, warme Beute und die sind komplett auf 10 Waben oben. Und was haben die da unten? Schau mal. Und unten sind sie auch komplett. Auch komplett. Also ob das gut ist oder nicht gut, die Sehr sind gut. Ein in sehr starkes aktivem Volk. Zustand. Starke schon, aber ich meine im Holz, wenn wir jetzt dann direkt nebenan gucken, die sind nicht so aktiv. Die sind, okay. Gut, und du sagst, das liegt am Styropor, Das liegt an Styropor. weil es wärmer ist. Also wärmer das und ist so immer noch weiter. die Wärmeidee. Okay. Ja, okay, dann wir gucken noch mal vielleicht die andere. Vielleicht ist das nur ein Fall. Aber Vielleicht behandelst du die liebevoller, die Styroporvölker. guck mal, nee. Die sind auch nicht stärker, die Biene sind einfach lockerer. Ja, und sie hängen aber auch in der zweiten Zage vollständig. Also sind schon starke Völker. Ist Ja, nur die das sind Frage- schon stark, guck mal. Ja, Oh, ja. die Kiste ist Aber voll. das ist sogar zu stark, oder? Ja, wie gesagt. das heißt, bei diesen Völkern muss man dann im Frühjahr aufpassen, dass die Völker nicht verhungern, weil die größten Völker Das verbrauchen stimmt. am meisten Futter. Aber wenn du einmal von hinten, probier mal. Also da sind schon gute, Ja, das sieht einiges. was. Ja, Futter Also ist die drin. haben 50 Kilo genug da. Ja, Schwächling schon wieder. Ja, Schwächling, nur weil er in das einer heißt, Zage ist, auf ist er einer natürlich Zage. kleiner, aber ein Schwächling ist das nicht. Naja, das ist Ein tatsächlich. Schwächling wäre irgendwie kleiner vier Wabengassen. Von oder da, sowas, ne? ja. Das heißt, die Methode, die ich mache, Praxis zeigt, dass ich einiges richtig mache. Ne? Ja, das heißt, dass du alle Völker, die kleiner ausfallen, in eine Zage reduzierst, während vielleicht manch anderer die einfach zweizagig lässt. Ja, Und du gehst dann hin und sparst das Material und machst eine Wabenhygiene oder erweitert okay, und machst die dann auf eine. aber Und ich mache mich keine Sorge. Im Frühjahr Die schaffen kriegen das, die ja. direkt zweite Zage und dann, weiß ich nicht, so Ja, klar. Mitte März. Hauptsache in dem Fall weniger Milbe, genug Futter. Ja, das ist alle unsere F1-Königinnen von Backfast. Ja, sieht gut aus. ja, Ich werde jetzt nicht mehr machen, nur ab und zu kommen und vielleicht genießen. Ne? und dann im Frühjahr wieder Futterstand checken. Ja. Vorher gucken, ob der Specht zu Besuch kommt und Löcher in die Kisten hat. Ja, habe ich noch nicht bemerkt. Hier, obwohl überall so Wald ist, keine Velutiner, keine Speche sind noch nicht da gewesen. Genau, was ich noch damit wir nicht lange hier zeigen, ich habe noch ein paar Begattungskästen auf Mini Plus da. Wenn wir noch mal kurz schauen, Ja, lass man auch laufen. Ich will nicht schneiden müssen. wir wandern hier an den vielen Bienen entlang. Der Micha hier ein sehr praktisches Unterstellhäuschen für das ganze Material. Hier die neue Begattungskiste, die So. neue Version. Das sind die Begattungskästen, wir haben davon ungefähr 50 Stück, was wir auch ganzes Jahr durchgemacht haben. Und ich habe auf andere Stand mehrere davon zum Überwintern, hier nur zum Zeigen. So habe ich dann einfach von Begattungskasten Brutwabe reingepackt und schauen wir, wie die aussehen.
In der Kiste ist jetzt gerade kein Volk drin, oder? Überwinterst Doch, du? da unten ist 3 Achso, Tage. sind unten runtergewandert. Unten, Okay. das ist ja Futter. Das ist ja diese Futterzage und Ja, unter. okay. Ja, genau. Zeig mal, wie wir die behandeln. Das ist ein Loch. Schon wieder von oben. Da müsste man aber erst die Futterzage rausnehmen, sonst dampft man durch die Futterzage. Nee, klar, wir dampfen auch jetzt nicht. Das ist ja Nur nur als Beispiel. so. Man könnte in diese Kiste also auch ein Loch bohren und dann dadurch... Genau, diese Kiste Lochbohren, das ist ja verdampfen. leere Zage. Das sind die Rähmchen, ne? Übrigens, die werden wir dieses Jahr ändern. Wir werden keine Hoffmann mehr, sondern nur gerade Seite. Gerade Seite mit, hier sind diese Aufsätze. Da gibt es auch Video, wie wir das machen und so weiter. Genau. Und die, ja, das ist ja die Futtertasche, Futterzage. Und was die da machen, gucken wir mal. Ein Futterboden. Oh ja, da sind sie. Also diese Zage nicht voll, habe ich so ein bisschen Platz gemacht. Ja, von unten runter ist voll und oben drauf hat's Und noch ein das bisschen- hier, guck mal, wie voll die sind. Ja, sitzt ein richtiges Volk drin und hängt durch. Ja, ein paar sind recht. Guck mal, da auch, oder? Ja, bis Also unten runter. von unten bis oben. Gut, 3 Kisten, das macht auch ein ordentliches Volumen 3 wieder. Da und ist man hier wieder sogar bei 4. größer 40 Liter angekommen. Genau, hier sogar 4. Und davon im Frühjahr können wir, ich weiß nicht so genau wie viel, aber mindestens, sage ich, 20 Begattungsplätze einfüllen. Das heißt, wir nehmen eine Brutwabe von diesem Volk im Anfang Mai, eine Brutwabe mit Bienen, eine normale Wabe oder ein Mittelwand und packen wir stückreife Weißezelle rein. Gut, man muss sagen, dass diese Kisten sind 4er-Kisten mit 4 Abteilen drin und jetzt sind die Abteile rausgenommen. Und wenn man dann im Frühjahr damit wieder startet, dann kann man die Schau mal, Abteiltrenner schau mal wieder die- einsetzen und die Bienen dann aufteilen. So sehen die oben aus. Und die ganzen Trennabteile hast du einfach alle rausgenommen. Das habe ich alles rausgenommen. Trennabteiler, das ist auch Futter, die kleine Futtertaschen, die dann auch als Trenner dienen. Und nehmen wir hier nur eben, ob die das bis unten hängen oder nicht. Was sagst du? Ja, hängt alles schön bis unten durch. Ja, 4 Zagen. 1, 2, 3, 4. Ja. Also wie viele Brutwaben kann man davon ernten im Mai? Im Mai werden die bestimmt, muss man mit Leiter dran gehen. Das heißt, du musst deine Begattungskisten nicht neu bestücken mit reingeschütteten nicht. Bienen, Nur sondern du eben startest Brutwaben. aus dem Winter raus Das wieder ist mit, Gute dabei. Das ist mit den absolut- vorhandenen Bienen in der Kiste warm. und Ja. dann geht's schneller. Ja, schon wieder kleine Werbung, aber okay, ich zeige nur das, was ich mache und ob das Werbung Und diese Futterzage, die habe ich persönlich noch nicht gesehen bei dir, die da drauf ist, die hast du auch im Sortiment. Ja, die habe ich auch. Ja, das ist mal, genau. Die ist aber ein extra Zubehör. Die ist ja war extra, jetzt bei der ja, Standardbeute erstmal nicht dabei. Wie teuer ist die? Ich weiß nicht, 18 Euro, glaube ich. Ja, okay. Okay, aber das ist schon schön. Passiert auch manchmal, ne? Ja, manchmal passieren die Unglücke. Zum Glück waren keine Bienen drin. So, Tom, haben wir nicht vergessen? Wenn wir was vergessen haben, einfach im Kommentar schreiben. Aber wir Und- wollten noch einmal die Verdampfung sehen in deiner Kiste. Genau, das die werden jetzt wir da- machen, aber wir ziehen dann die Maske an, da können wir nicht mehr sprechen, oder? Ich brauche ja keine Maske, ich halte ein bisschen Abstand, dann kann Okay, ich dich filmen okay. und dann kann ich auch erzählen. Genau, dann machen wir das. Okay, dann starten wir das mal. Hast du schon angemacht? Nein, aber das geht, bis du deine Maske anhast und so. Ja, mach ich auch keine. Also wie gesagt, wir gehen einfach hier fern. Und du wirst auch sehen, dass da kaum Genau, es geht gerade darum, dass wenn der Deckel dicht ist und die Windel drin sitzt und die Windel Ja. schön dicht ist, dass außen nicht viel Dampf rauskommt. genau. Also auf jeden Fall Folie weg, Deckel einmal drehen, Folie muss raus, sonst kommt natürlich ja, kein Dampf Folie rein. raus, Dübel rausziehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie dann, ob da die Propolisreste noch dazwischen sind. Da mache ich einen Stein drauf, damit das ein bisschen dichter wird. Und Okay, wir legen das Gerät mal hier hin, das heizt jetzt auf. das heizt sich auf, ja. Bei diesem Gerät sieht man hinten, wie die Temperatur jetzt hochklettert.
Und dann zeig mal die Mittel, die du verwendest. Wir haben jetzt das zugelassene Mittel Varoxal Mittel, ja. und du hast bereits das passende Ganz Döschen da. günstige Varoxal Varoxal für ist das 34,90 glaube ich. genau, da Das ist es. natürlich, das ist schon hart. Aber jetzt Okay. ist es legal. Mit dem Mittel kann man endlich ganz legal verdampfen. Deswegen eben muss man brutfreies Netz nutzen, um weniger zu behandeln. Mit Brut kannst du ohne Erde behandeln, die verstecken sich immer da rein und wenn du zweimal brutfreies innerhalb, sage ich, 4 Tagen machst, damit noch keine verdeckelte Brut ist. Das heißt, Brutscheune gemacht, nächsten Tag oder diesen Tag noch behandeln, in 3 Tagen nochmal. Ich würde vorschlagen, einmal sprühen, einmal verdampfen. Und ja, da hast du über 95% Milchbewerk und die Rest 5er mit Resten Milchbewerk. Okay, die werden nicht mehr 5, die werden vielleicht 100 sein, aber es kommt darauf an, wie sie sich entwickeln, 2-3 Mal verdämpfen. Oder auch sprühen. Das ist schon mal die Sache. Noch eine, ja, eine Bitte jetzt. Ich habe jetzt nachgeguckt, meine Statistik, da sind mehrere schon, ich habe mehrere Abonnementen, aber nur 10% von den Leuten, die meinen Kanal anschauen, nur 10% sind abonniert. Was Also, macht den Daumen hoch. oder runter. Wichtig ist aber abonnieren. Das kostet nichts, motiviert uns aber noch weitere Videos zu drehen, sage ich. Vielen Dank dafür. Mal sehen, wo die Wir werden Temperatur gleich jetzt schon nochmal ist. verdämpfen. Und Also am Anfang dauert es ein bisschen, bis die Temperatur erreicht ist, aber dann kann man ziemlich schnell von Beute zu Beute gehen. Die Temperatur fällt dann nur noch auf einen Schwellwert runter und steigt dann wieder an und die Differenz ist relativ klein, sodass dann der Zyklus ziemlich schnell geht. Die Anfangsaufwärmung dauert natürlich ein bisschen länger. wenn die Biene in Trauben sitzen, hat nicht viel Sinn, die zu behandeln, weil Dampf geht einfach um die Trauben rum, so ummanteln und geht nicht in die Traube hinein. Oder zweimal verdampfen. Erste Mal mit 1 Milliliter zum Beispiel, 1 Milligramm, um die Traube locker zu machen. Nach ein paar Stunden dann, wenn die Traube locker sind, nochmal, um die Wirkung zu erzielen. Also verdampfen macht nicht viel aus für die Biene. Das heißt, das ist die am heilsten Mittel, die nicht für die Königinnen schadet, nicht für die Biene schadet und deswegen kann man auch mehrmals machen. Also wichtig ist nicht das, was runtergefallen sind, weil manche bedanken, oh, die Varroa sind so viele runtergefallen, super, ich habe geschafft. Wichtig ist nicht, wie viele runtergefallen sind, sondern wie viele drin geblieben sind. So würde ich sagen. Davon muss man ausgehen. Deswegen manchmal auch mehrmals. Gut, du hast ja schon so eine Maske, die ziehst du dir jetzt gleich an. Also Maske, ich habe ja Top-Maske von einem guten Top-Maske. Freund. Und natürlich ist es ungesund, Oxalsäuredampf einzuatmen, das soll man nicht machen. Und deswegen hier hat der Mann Profi-Maske und versteckt sich dann hinter der Maske, richtig so. Und wenn wir gleich die Temperatur erreicht haben. Die Temperatur ist erreicht. Wir haben jetzt hier einen Spritzendosierer, den kann man gleich oben reinstecken ins Rohr und drückt dann drauf. Und ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Dann können wir sehen, wie das funktioniert. So, man sieht, die Temperatur fällt ab. Wir sind auf 216 Grad runtergefallen. Jetzt klettert die Temperatur langsam wieder rauf. Wir sehen ein ganz bisschen außen Nebelschwade hinten. Ich gehe nochmal seitlich. Halbe Minute ins Weg, ich kann rausziehen, oder? Ne, warte noch. Ja, ist kaum da. Ja. Was Gute dabei ist, wir haben kaum Kontakt, also wir brauchen eigentlich kaum Maske da. Ja. Kommt Dampf von ist jetzt vorne. nicht extrem rausgekommen. Der kommt jetzt unten zur Türe ein bisschen raus. Und Kannst du von der Seite auch zeigen, eben diese Tür. Aber kommt kaum von unten. Also geschlossene Boden hat schon Wirkung. keine riesen Dampfwirkung. Man sieht natürlich erst auch der weiße Hier ist auch super Wasserdampfanteil. alles, ne?
kann man sehen, von wo der Wind weht und dann sich auf die andere Seite stellen. Und jetzt mache ich den Deckel auf, damit du siehst, wie viel Zeug da drin ist. Guck mal. Chui. Also Man ich sieht denke also, mir, dass der Oxalsäuredampf sich in der gesamten Kiste schön verbreitet hat und sowohl unten als auch oben rauskommt. Das war jetzt nur eine Schaubienenkiste, so, aber man sieht, der Dampf verbreitet sich flächendeckend in der ganzen Beute. wenn wir auch so echt überall gut ist, da, dass es tatsächlich ziemlich dicht ist, damit diese Suppe ein bisschen länger, also komplett in die Traube hineingeht. Okay, das war jetzt durch deinen neuen vergrößerten Oxalsäuredampfdeckel. Genau, Dampfdeckel, also das gleiche, nur 2 cm höher, also in 2 Wirkungen. Erstmal Dampfdeckel und zweitmal Futterung, Erleichterung. Und wenn man bei dir den Deckel kauft, dann muss man explizit die Variante wählen. Es gibt dann Genau. 2 Varianten oder wird das der neue Standarddeckel? Ich werde 2 haben, weil die Leute sind manche so, oh. Okay, vielleicht kriegen wir da auch noch eine Türe rein. Vielleicht ist das später noch machbar, sodass man dann im Deckel auch noch den Deckel als Notboden verwenden könnte. Ja, okay, das kann man machen. Du bist ja guter Meister dafür. Ah. Ob das nötig ist, ob das dann. Ich glaube, das kann jeder für sich dann machen. Dann haben Also wir den ich werde- eierlegenden Wollmilchdeckel. Ich werde meist so höchstens ein Loch, aber Loch werde ich auch nicht bohren, weil gibt es ja verschiedene Verdämpfer, verschiedene Dicke. Okay, und sonst mit dem Instant Ein Wap. bisschen weiter. Ich habe die Maske weg. Ja, der Instant Wap, das ist das Gerät, was du jetzt auch empfehlen würdest. Ja, also ich würde empfehlen, sagst. weil vor allem schnell. Wir haben eine halbe Minute gebraucht und Man wie sieht gesagt, jetzt, ja, die Temperatur ist schon längst wieder angekommen und man könnte jetzt die nächste Dosis reinstecken in der nächsten Kiste, sodass ja, jetzt ist von noch Beute einer. zu Beute würde es jetzt nur noch... Wie heißt der Dampf, der dann rauskommt? Wird das nicht die Biene schaden? Nein, der ist nur handwarm, lauwarm. Ist auf jeden Fall viel besser als mit dem Varox Eddy. Beim Varox Eddy ist bekannt, dass gerne in dem Pfännchen vorne dann die Bienen verbrennen, wenn man das Gerät einsteckt, dass dann immer ein paar Bienen in das Pfännchen hüpfen. Also meine Empfehlung, auf jeden Fall. Dieses Gerät komplett in Kombination mit Hochdeckel und dann Boden ist auch nicht weniger wichtig. Der Boden, dass es mit der Windel schön Der Rauch geht abgedichtet immer noch. ist. Also da ist ziemlich viel Zeug. 2 Gramm haben wir da reingepackt, ne? 2 Gramm. Genau. Ja, für Einsagige auch bei 2 Gramm bleiben, denke ich mir. Ja, das Musk sowieso schwer zu dosieren. Ne? Also in dem Fall steckt man den Spritzendosierer in die Oxalsäurepulvermasse rein und dann hat man die 2 Gramm direkt abdosiert. Wenn man dann oben auf die Spritze draufdrückt, dann fällt das Volumen in das Gerät. Das ist es. Ja, also die alle geniale Sache sind einfach, würde ich sagen. Keep it simple and easy. Deswegen nicht viel überlegen, einfach das nutzen, was wir haben, mit Verbesserung, Variante, Höhe, Holzdeckel und dann geht schon eigentlich das, was wir gezeigt haben, was wir eben haben, ist gutes Ergebnis und ich wünsche euch alle bald frohe Weihnachtstage, gute Überwinterungsquote. 100%. Genau. Und vielleicht, wir kommen nach Münster, Münster Imkermesse vorbeikommen. Da werden wir übrigens auch Begattungskasten haben, diese Vierer zu verkaufen. Und Der überwinterungsfähige Begattungskasten. genau, auch Hochdeckel, also gute qualitative Sache für relativ gute Preise entsprechend, kann man auch bei Bienendom kaufen. Okay. Vielen Dank für den Termin, Micha. Abonnieren. Bis dann. Ciao. Ciao.